und willkommen bei der Late Night Show mit mir, Florian Strehlitz. Immer noch aus meinem Wohnzimmer, das sich auch weiterhin in einer Besenkammer des ZDF Hauptstadtstudios befindet, weswegen die Produzenten vom Heute-Journal auch hier gerade Klaus Kleber reingeschoben und in seine Ladestation gestellt haben. Also wie bei dem Borg, nur mit weniger Widerstand. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf die nächste Pandemie. Und ich weiß, viele sagen jetzt, wieso schon auf die nächste Pandemie schauen, wenn wir die aktuelle Pandemie gerade mehr oder weniger erst hinter uns gebracht haben. Also mach mal Pause. Würde ich auch gerne. Aber gerade jetzt sollten wir eben nicht die Hände in den Schoß legen, sondern uns bewusst machen, dass wir gerade jetzt viel, viel mehr machen müssen, damit bei einer nächsten Pandemie, und die wird genauso kommen wie das Amen in der Kirche, wenn die neuen Ministranten eintreffen, wir einfach besser vorbereitet sind als Anfang 2020. Denn so etwas wie mit Covid-19 haben wir bereits zuvor einmal erlebt. Und dabei muss man noch nicht einmal 100 Jahre zurückspringen zur spanischen Grippe, sondern 2002 standen wir schon mal an derselben Stelle wie mit Covid-19, nämlich mit dem Vorgänger SARS. Am stärksten betroffen ist China, wo die Krankheit lange Zeit vertuscht wird. Das Tragen von Mundschutz wird zur Pflicht. So soll das Ausbreiten der hoch ansteckenden Krankheit gestoppt werden. Mit dem Flugverkehr reist das Virus um die Welt. Wer jetzt noch fliegt, muss sich Gesundheitschecks unterziehen. SARS stürzt die weltweite Luftfahrt- und Tourismusbranche in eine Krise. Und wie sich die Dinge wiederholt haben. Dabei war Covid-19 noch nicht einmal von 2002 aus gesehen die nächste große Pandemie. Denn nach SARS brach in 2004 die Vogelgrippe aus, die selbst heute immer wieder in neuen Varianten regional, analog zu den Tourdaten von Scooter übrigens, auftritt. Und wiederum 2009 von der Schweinegrippe abgelöst zu werden. Dabei hätte uns Kermit und Miss Piggy ein warnendes Beispiel sein müssen. Vögel niemals mit Schwein. Mit Fröschen wiederum ist okay, aber auch kein Wunder bei den Oberschenkeln. Und ja, ich schaue euch dabei an, niedersächsische Bauern, die ihr euch in dieser Pandemie so einsam fühlt. Immer noch kein Grund für Sex mit Schweinen, außer natürlich, man ist mit jemandem von der AfD verheiratet. 2012 kam es dann auf der arabischen Halbinsel zum Ausbruch von MERS, was in etwa so klingt, als ob ein Norddeutscher Mars sagen würde. Und wer nun sagt, immer dieses Ausland, kein Wunder, dass die alle Krankheiten haben, dann hast du wohl 2013 verpennt, als es hier bei uns in Warstein einen Legionellose-Ausbruch gab, der immerhin 3 Menschen getötet hatte und dabei sogar direkt von der Warsteiner Brauerei ausging. Zwar tötete der Ausbruch weniger Menschen, als beim Trinken vom Warsteiner Bier jedes Jahr sterben müssen, aber die Geretteten können heute nur überleben, indem sie sich täglich per Jubi impfen. Dann kam sogar 2008 die Pest zurück, in dem Fall auf Madagaskar, weswegen es auch keine weiteren Teile der Zeichentrickfilmreihe Madagaskar mehr gibt. Und die Pest bekam dafür einen Nobelpreis. Und alleine zwischen 2014 und 2016 tötete das Ebola-Fieber in Westafrika fast 20.000 Menschen. Nur um dann noch einmal zwischen 2018 und 2020 im Kongo und Uganda zu wüten. Dann gab es immer wieder Masernausbrüche, sei es wieder einmal auf Madagaskar. Aber auch nur, weil sich die Menschen dort keine Impfung leisten können. Diese kostet zwar nur um die $40, aber das ist ein komplettes Monatsgehalt für viele Menschen auf Madagaskar. Weswegen es sogar noch kranker ist, dass es Masernausbrüche auch hier bei uns gab, wo Impfen kein Monatsgehalt kostet. All diese genannten Viren und Bakterien und Warsteiner Biere hatten das Zeug, uns in die Knie zu zwingen. Und warum haben sie es nicht? Zum einen, weil die Staaten, in denen diese ausgebrochen waren, schnell reagiert haben, und zum anderen, weil wir scheiß viel Glück hatten. Und weil wir gerade nach SARS in 2002 ganz schnell wieder zur Normalität zurückgekehrt sind. Nur SARS, Ebola und auch Covid-19 haben gemeint, dass sie vom Tier auf den Menschen gesprungen sind. Und das nicht unbedingt freiwillig, sondern unter anderem dadurch. Gefangene Wildtiere, geschwächt und verletzt. Kontakte mit Menschen auf engstem Raum, mangelhafte hygienische Zustände.
Auf einem Tiermarkt wie diesem hat die Verbreitung des Coronavirus begonnen. Eine ideale Brutstätte für gefährliche Krankheiten. Hier hat dann eben so ein Krankheitserreger die Gelegenheit, von der einen Spezies auf die andere überzuspringen. Und genau das nennt man Zoonose. Auch wieder bitte nicht zu verwechseln, wie ein Norddeutscher Zoonase sagt. Aber allein die Vogelgrippe, MERS, Covid-19 und Ebola sind schon heute alleine verantwortlich für 3/4 aller weltweiten Infektionskrankheiten. Tendenz steigend. Experten gehen davon aus, dass es um die 1,7 Millionen noch nicht entdeckter Viren in Tieren gibt, von denen rund 1/3 auch für den Menschen gefährlich sein können. Nun könnte man sagen, hey, einfach die Tiermärkte in China schließen, wo ja auch Covid herkommt und das Problem ist gestoppt. Und vielleicht per Update die Inselbewohner bei Animal Crossing New Horizons etwas mehr ausdünnen. Aber auch das wäre nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn Tiermärkte und Animal Crossing sind dabei nur die Spitze des Eisberges. Eines Eisberges, den wir selber voranschieben. In den letzten 100 Jahren haben wir fast 3/4 der Welt verändert. Wir holzen im Jahr Wälder ab mit einer Fläche von ungefähr der 12-fachen Fläche von Deutschland, Mallorca mit eingerechnet. Nur dabei zerstören wir eben auch den Lebensraum von Tieren, die nun in unseren Lebensraum müssen, um zu überleben. Wie zum Beispiel Fledermäuse. Wenn wir Wälder zerstören, in denen Fledermäuse leben, sterben die Fledermäuse nicht einfach, sie suchen sich neue Lebensräume. Und oft da, wo Menschen leben. Und dann gibt es viel mehr Kontaktmöglichkeiten. Wenn die Fledermäuse dann gestresst sind, scheiden sie vielleicht plötzlich mehr Erreger aus und schon hat man einen Ausbruch. Wenn man sie stattdessen in Ruhe und das Ökosystem intakt gelassen hätte, wäre das nicht passiert. Jüngste Studien bestätigen, die Zerstörung von Lebensräumen der Wildtiere sowie die Urbanisierung sind für den Zuwachs der Zoonosen verantwortlich. Und alleine der Ebola-Ausbruch 2014 in Westafrika lässt sich auf eine infizierte Fledermaus zurückverfolgen, auf die ein Kind stieß, als es in einem hohlen Baumstamm spielte. Weil vorher der Mensch den Wald gerodet hatte, dort seine Dörfer baute und nun die Fledermäuse dort weiterlebten. Und weil der Junge in Kontakt kam, entweder mit den Exkrementen der Fledermaus oder von einer gebissen wurde oder diese einfach nur gegessen hatte, wurde er Patient Null. Und diese Epidemie kostete am Ende tausenden Menschen das Leben. Das heißt nun wiederum für uns, dass wir auch einmal über Batman reden müssen. Denn nicht nur ist Batman an 60% aller schweren Kopfverletzungen schuld, sondern auch für fast 80% aller Übertragungen von tödlichen Infektionen in Gotham. Denn Batman wohnt in einer Höhle voller Fledermäuse. Und so ist das Batmobil auch in Wirklichkeit gar nicht schwarz, sondern das sind die Exkremente von tausenden Fledermäusen aus der Höhle. Ergo rast Batman mit den schlimmsten Krankheitserregern tagtäglich durch Gotham. Und der Einzige, der immer wieder verzweifelt versucht, diesen Corona-Wahnsinn zu stoppen, ist der Joker. Jetzt verstehe ich auch die ganzen Querdenker-Demos besser. Batman ist der Corona-Wahnsinn. Nur an all dem ist nur unser Konsumverhalten maßgeblich schuld, weil die Regale in den Supermärkten überquellen mit Nahrung. Und dabei sollten wir nicht mit dem Finger nach China zeigen, wegen der Tiermärkte dort, sondern sollten noch einmal hier bei uns auf die Massentierhaltung schauen. Denn wenn es schon krank ist, wie Tiere auf den Märkten in China gehalten werden, dann ist es nicht weniger krank, wie Tiere bei uns produziert werden. Unsere Massentierhaltung arbeitet einzig nach dem Prinzip der höchstmöglichen Rentabilität. Das heißt, möglichst viele Tiere auf möglichst engen Raum zu halten, um damit maximalen Profit zu erwirtschaften. Nur bieten diese vollgestopften Ställe dann auch ideale Rahmenbedingungen für Viren und Krankheiten. Und damit die Tiere auch nach Möglichkeit eben nicht krank werden, werden sie vollgepumpt mit Antibiotika. Was super ist für den Profit, nur schlecht für uns, da wir die Antibiotika mitessen und dementsprechend resistent werden gegen Antibiotika. Und bei alledem dürfen wir auch nicht vergessen, dass Covid-19 eben noch nicht besiegt ist. Nur weil wir hier bei uns alle durchgeimpft sind, mehr oder weniger, heißt das nicht etwa, dass auch die ganze Welt durchgeimpft ist. Ganz im Gegenteil. Hier geht es nicht um Wohltätigkeit. Das ist eine Frage der Epidemiologie.
Solange wir die Pandemie nicht überall besiegen, haben wir sie nirgends besiegt. Die Impfstoffe der großen Pharmakonzerne sind die begehrteste Ware der Welt und jedes Land will sie haben. Von den 12,5 Milliarden Impfdosen, die dieses Jahr produziert werden, geht rund die Hälfte, 6,4 Milliarden Dosen, an nur 15% der Weltbevölkerung. Deshalb sprechen wir von Impfstoffhamsterkäufen durch reiche Länder. Super, oder? Das Netzwerk People's Vaccine Alliance hat erarbeitet, dass 9 von 10 Menschen in armen Ländern nicht nur dieses Jahr keine Impfung gegen Covid-19 bekommen werden, sondern auch in den nächsten Jahren nicht geimpft werden können, weil wir alle Impfstoffe weggekauft haben. Also was würde uns ein Schutz vor der nächsten Pandemie kosten? Die IPBES hat dabei berechnet, dass ein wirksamer Schutz vor zukünftigen Pandemien die Welt rund 22 bis 32 Milliarden US-Dollar kosten würde. Jedes Jahr. Das Coronavirus wiederum hat die Welt alleine 2020 rund 22 Billionen US-Dollar gekostet. Das ist eine 22 mit Billionen Nullen dahinter. So gesehen wären 22 bis 32 Milliarden pro Jahr ein Mückenschiss dagegen. Selbstverständlich können wir selber auch massiv helfen, die nächste Pandemie zu verhindern. Nicht nur mit Händewaschen, was wir unbedingt weitermachen sollten, und auch das ganze Happy Birthday Lied lang und nicht nach Happy gleich wieder aufhören, sondern vor allem durch unser Konsumverhalten. Indonesien hat 3/4 seines Regenwaldes abgeholzt, um dort Palmöl anzubauen, damit wir noch mehr Nutella auf das Brot schmieren können, um uns so die Klimakatastrophe zu versüßen. Brasilien fackelt den Amazonas-Regenwald weiter ab, um noch mehr Sojabohnen anzubauen, damit wir uns freuen können, weniger Fleisch zu essen und trotzdem die Umwelt nachhaltig zu zerstören. In der Elfenbeinküste wird der afrikanische Tropenwald rigoros abgeholzt, um noch mehr Kakao anzubauen, damit wir zu Weihnachten und zu Ostern Millionen von scheiß Schokoladenfiguren im Supermarkt dabei zusehen können, wie diese vergammeln. Wenn wir so weitermachen, dann ist es eben nicht nur eine Frage von Jahrzehnten, bis die nächste Pandemie kommt, sondern bestenfalls Jahre. Und wie ich uns kenne, versuchen wir auch das noch locker zu unterbieten. Das war's wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder in einer Woche, dann mit einer neuen Ausgabe der Lately News. Und danach habe ich eine Woche Urlaub. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.